Hallo, mein Name ist Lilly und ich zeige euch heute, wie ihr diesen schönen Haarkranz herstellen könnt. Dafür benötigt ihr eine Schere, natürlich Stoff nach eurer Wahl und wenn ihr mögt, etwas Tüll oder ihr benutzt Bänder, so wie bei dem Haarkranz, den ich gerade trage. Zuerst müsst ihr einen kleinen Streifen von dem Stoff abschneiden. Ich habe jetzt einen Stoff, den ich reißen kann. Ihr könnt ihn aber auch schneiden, wenn es bei eurem Stoff nicht funktioniert. Ich schneide es so, dann habt ihr ein kleines Stück und ich reiße mir den jetzt zurecht. Denn den Schniepsel benötigt ihr dann am Ende, um eure Bänder oder den Tüll dann zusammenzubinden. Als nächstes müssen wir den Stoff in 3 gleich große Teile unterteilen. Dafür lege ich ihn leicht zusammen, um mir die Abstände ungefähr gleich groß zu machen. Schneide sie halt wieder mit der Schere ein. Und reiße mir die Stücke wieder zusammen. Dann nehmt ihr euch die Enden von dem Stoff und legt ihn etwas zusammen, damit er dann eben schön aussieht am Ende, wenn wir ihn zusammenbinden. Das mache ich jetzt bei allen Stücken. Es muss nicht total sauber sein, Hauptsache sie liegen eng zusammen. Dann habe ich jetzt alle Enden hier zusammen und ich binde sie mit dem Stück vom Anfang fest, der Knoten muss sehr fest sein, zusammen. Okay. So. Und jetzt habt ihr die 3 Enden, mit denen ihr dann anfangen könnt, den Kranz zu flechten. Jetzt muss der Kranz geflochten werden und am besten ist es natürlich, wenn ihr eure Mutter oder eure Freundin oder wen auch immer rufen könntet, der dann eben das Ende für euch festhält und ja, ihr den Kranz flechten könnt. Ich habe das jetzt eben nicht und deswegen benutze ich so eine Klemme. Und jetzt habt ihr hier eure 3 Teile und beginnt zu flechten. Ganz wichtig ist es, dass ihr sehr fest flechtet, damit der Kranz dann eben auch gerade und schön fest auf dem Kopf sitzt. So, jetzt habe ich bis zum Ende geflochten und muss jetzt natürlich auch gucken, ob die Länge stimmt. Dafür mache ich ihn wieder los. So, dann nehme ich den mal ab. Und passe ihn jetzt individuell an meinen Kopf an. Gut. Und jetzt haben wir ja hier schon das eine Ende zusammengebunden und diese Streifen können wir jetzt benutzen,
um den zweiten Zopf darüber festzubinden. Es muss wieder sehr stramm sitzen, der Knoten, damit der Kranz dann eben auch wirklich hält. Mache ich noch einen Knoten. Zur Sicherheit. Gut. Ja, und jetzt können wir die übrigen Enden mit der Schere abschneiden. So, jetzt habe ich hier alles abgeschnitten und jetzt kann die Sachen erstmal weg. Und jetzt werden wir den Schleier anbringen. Dafür nehme ich den Tüll und lege ein Dreieck. Eine gute Maße ist, wenn ihr ungefähr eure Armlänge benutzt. Und dann nehme ich die Spitze, lege sie hier über den Kranz, ziehe sie unten drunter durch. Und dann haben wir hier gleich die Stelle, so, an der ich einen kleinen Schnitt setze, um dann die Spitze da durchzuziehen. So. Jetzt haben wir hier ein kleines Loch und dann ist die Spitze befestigt. Und jetzt habt ihr den Schleier am Kranz. Und wenn euch das reicht, dann seid ihr jetzt mit diesem Kranz fertig. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch eine Frisur daraus machen. Das finde ich persönlich sehr schön. Dafür nehme ich einfach eine Haarsträhne und binde sie hier einmal um den Kranz herum. So, und das mache ich jetzt halt immer wieder, bis am Ende eine schöne Frisur herauskommt. So, jetzt habe ich hier alle Haare verarbeitet und ja, so gefällt mir die Frisur. Jetzt bin ich bereit.